Hallo Vesna, erstmal ein großes Dankeschön, dass du dir heute die Zeit nimmst und vor allem mit uns das neue SPG-Studio einweist. Das ist erst kürzlich fertig geworden. Umso schöner ist es für uns, dass eine wahre AI-Expertin aus einem globalen Unternehmen wie ServiceNow sich heute die Zeit nimmt. Und ja, es liegt natürlich auf der Hand, wir sprechen über Themen wie AI-Transformation. Also alles zwischen Hype, aber eben auch Realität, denn es gibt nun mal Grenzen in den Bereichen. Du bist zudem eine Frau in einer Führungsposition in AI und Tech. Das heißt, auch da ist es super interessant zu erfahren, wie deine Erfahrungen im Bereich Diversität sind und wie du da auch die Zukunft siehst. Und natürlich, das Jahr neigt sich dem Ende, möchten wir auch einen kleinen Ausblick bekommen und vielleicht gibst du uns auch eine kleine Sneak Peek, was sich bei ServiceNow so tun wird. Bevor wir jetzt aber richtig reinstarten, Vesna, für die, die dich nicht kennen, stell dich doch gern kurz vor. Wie bist du zu ServiceNow in den ganzen Bereich Cloud, Enterprise AI und Workflow Automations gekommen und wie sind die Berührungspunkte mit SPG gewesen? Erstmal vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, hier sein zu dürfen. Wie bin ich zu ServiceNow gekommen und vielleicht einfach kurz ein paar Sätze zu meinem Werdegang. Ich bin vor 25 Jahren nach Österreich gekommen. Damit sind auch viele Türen und Möglichkeiten für mich geöffnet worden. Ich bin zum Studieren gekommen und nach dem Studium auch hier geblieben. Mich hat sicherlich die ersten 10 Jahre, ich wurde von Siemens geprägt und auch, würde ich sagen, meine Wertesysteme von so einem klassischen, aber auch einem sehr innovativen Industrieunternehmen geformt. Ich habe dort das Trainee-Programm gemacht und dann auch einige Jahre viele total spannende Funktionen international und auch dann letztendlich in Österreich gehabt. Und nach 10 Jahren habe ich ein Angebot bekommen, zu Microsoft zu wechseln. Das war 2014 und damals war Cloud noch ein Stichwort und eher ein Buzzword eigentlich in der österreichischen Unternehmenswelt. Es hat mich sehr gereizt, weil das eine Transformation aus der Microsoft-Perspektive war. Und ich dachte, dass diese Industrieerfahrung sehr wertvoll sein kann. Damals war ich eben vor 11, 12 Jahren eine Quereinsteigerin, das kann ich nicht mehr behaupten. Nach 7 Jahren Microsoft fand ich auch total spannende Zeit. Erst die Cloud-Transformation. Ich mache auch Scherze und nenne mich Mama von Cloud in Österreich. Weil de facto fast alle große Unternehmen oder wahrscheinlich sicherlich die größten 100 Unternehmen auf irgendeine Art und Weise mitbegleitet haben, was den Move in Richtung Cloud angeht. Und vor 4 Jahren habe ich mich dann entschieden, den nächsten Schritt zu machen. Und warum ServiceNow? Weil es mich fasziniert hat, dass das Born in Cloud ist ein Unternehmen und dass das tatsächlich eine Plattform ist, die unique ist, weil sie einfach ähm, ein definiertes Datenmodell mit sich bringt und Datenmodelle und auch eine sehr leichte Enterprise-Architektur hat. Das hat mich fasziniert, auch die Konsequenz über Jahrzehnte lang alle Akquisitionen, die dann stattgefunden haben, die dann sehr konsequent vom Markt weggenommen wurden und dann als Capability auf der Plattform embedded entstanden sind. Also sehr klare architektonische Prinzipien und das ist auch die Voraussetzung jetzt in Richtung KI. Die Welt der KI wird nur dann funktionieren, wenn wir einfach nicht nur auf Daten setzen, sondern auf die Daten und Verbindung der Daten einfach setzen. Daher ist eigentlich der Weg sehr konsequent und auch sehr nachvollziehbar für mich. Was mich an SPG fasziniert, ist ein tiefes Industrieverständnis, weil das ist auch, was sehr notwendig sein wird. Wir werden in der KI-Welt die Arbeit neu denken müssen, nicht die nächste Optimierungsstufe schaffen, sondern wirklich die Prozesse neu denken. Und die Prozesse werden nur die neu denken, die einfach nur sich in die Industrien reinversetzen können. Und das hat SPG in den letzten Jahrzehnten auch bewiesen. Und bin ich absolut der Meinung, dass es auch den richtigen Schritt auch in der Zukunft dann und Rolle spielen wird. Das freut uns natürlich sehr und gleichzeitig hast du jetzt schon viele Themen so ein bisschen angeschnitten, über die wir gleich genauer reden.
Aber starten wir mit der Frage, die jetzt wahrscheinlich alle Unternehmen irgendwo beschäftigen. Was macht denn eine erfolgreiche AI-Transformation wirklich aus? Und vor allem, wo gibt es auch möglicherweise vielleicht gängige Pitfalls bei denen, die in Anführungszeichen zu spät auf den AI-Zug aufspringen? Also, vielleicht fange ich mit einem Statement an. Eine MIT-Studie hat vor Kurzem veröffentlicht, dass nur 5% der KI-Projekte in Produktivbetrieb landen. Das ist eine sehr ernüchternde Analyse. Andererseits, es zeigt auch, dass KI kein Technologieprojekt ist, sondern eigentlich ein Kulturwandel ist. Punkt Nummer 2, was ich auch wahrnehme, ist, dass wir das Thema KI immer noch als eine Technologieentscheidung betrachten und gar nicht als einen Wandel. Und bin auch der Meinung, dass die Vorstände der Unternehmen sich mehr als mit der Technologie auseinandersetzen sollen, nicht als Funktion, sondern als eine zukunftsformende Architektur. Daher glaube ich, dass die Unternehmen sich einfach nur der Frage stellen müssen, wie möchte ich mein Geschäft in der Zukunft betreiben können? Und man muss sich auch dann Gedanken darüber machen, wo gebe ich die Entscheidungsmacht dann ab? Weil was ich jetzt beobachte, ist, dass wir immer noch die Entscheidungen treffen wie in der Vergangenheit. Und diese Entscheidungen haben aber Konsequenzen für die Zukunft. Und auch das ist eigentlich eine der größten Risiken, die ich dann beschreiben würde. Nur damit man sich so vorstellt, es kann sein, dass aus irgendeine kleine Technologieentscheidung, die man dann auf irgendeine vierte, fünfte Ebene dann abgibt und sagt, das ist nur ein kleiner Bereich, da wird eine Entscheidung getroffen mit einem lokalen Optimum. Es wird gar nicht die Konsequenz einfach der Gesamtarchitektur berücksichtigt. Daraus entsteht, dass man einfach einen Seitenweg nimmt, wo man die Zeit verliert und dann einfach in der letzten Konsequenz auch allgemein die Zeit verliert. Also die Unternehmen, wo wir jetzt sehen, dass sie sehr erfolgreich KI ausrollen, haben sie verstanden, dass KI kein Tool ist, sondern auch die Möglichkeit, die Prozesse und die Arbeit neu zu strukturieren und neu zu denken. Das ist auch nicht etwas, wo man sagen kann, es ist Mensch oder KI, sondern dass man einfach nur sagt, man strukturiert die Arbeit, aber man strukturiert auch die Entscheidungswege anders. Und da ist auch extrem wichtig, dass man sich kulturell dem stellt, weil KI wird etwas benötigen, was wir bis jetzt, ich will nicht sagen stiefmütterlich behandelt haben, aber nicht konsequent. Und das ist eine durchgängige Transparenz. Zu dem Thema Kulturwandel kommen wir jetzt dann auch gleich nochmal, aber bevor wir damit noch weiterreden, bei ServiceNow, ihr positioniert euch ja jetzt auch eben immer mehr in diesen Bereich Agentic AI und eben auch AI-Agents. Wie unterscheidet sich der Ansatz bei euch von möglicherweise anderen Unternehmen? Ich würde nicht einfach sagen, wie wir uns von den anderen unterscheiden, sondern ich würde es betonen, warum das so konsistent ist, der Ansatz. Erstens, ServiceNow steht als die führende Plattform, was das Thema Engagement angeht. Also de facto, Workflows sind etwas, was wir können. Wir können einfach die Bewegung im Unternehmen, in den Prozessen erzeugen, steuern, Transparenz bringen. Und es ist sehr naheliegend, dass die Agents eine wichtige Rolle spielen werden, weil wir auf alle Fälle das Thema Bewegung äh, in unserer Architektur mittragen. Also daher würde ich sagen, viele der Unternehmen können die Aufgaben eventuell strukturieren, aber die Aufgabenverteilung, End-to-End Prozesse zu denken, und das wird auch notwendig sein, ein großes ganzes Bild, also das Thema unser Common Service Data Modeling ist es, das Erfolgsrezept einfach für uns, wenn man einfach die Datenpunkte in Unternehmen in Verbindung setzt und die Abhängigkeiten kennt, wenn man sich auch rein von der Kultur des Unternehmens reindenkt, dass alles, was wir erbringen, ein Service ist, dann ist es sehr naheliegend, dass wir auch die führende Plattform sein werden, die KI-Agents auch mitbestimmen werden. Weil es ist vollkommen klar,
dass auch viele andere Lösungen, die KI-Agents für sich dann selbst etablieren werden. Das ist etwas, was eine sehr naheliegende Bewegung ist, die wir beobachten. Aber diese Agents werden ein Governance-Modell benötigen. Diese Agents werden in der Bewegung bleiben müssen. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass ServiceNow eine führende Rolle in dem Bereich spielen wird. Du hast jetzt mehrfach eben auch diesen Kulturwandel auch innerhalb von Unternehmen angesprochen. Und dazu gehört ja nun mal auch der Mensch. Deswegen, wie würdest du sagen, schafft man ein gewisses Verständnis auch intern, dass wirklich die Menschen mitziehen und das eben nicht nur als ein IT- und Data Science-Thema sozusagen sehen? Ich teile jetzt meine persönliche Meinung. Erstens, ich glaube, wir muten den Menschen viel zu wenig an. Die Menschen können viel mehr Veränderung ertragen und es gibt auch Langzeitstudien, die sagen, wenn man uns jetzt fragen würde, wie sehr wir uns in 10 Jahren verändern werden, dann werden wir es viel niedriger einschätzen. Und würden wir dann in 10 Jahren, würde man uns fragen, wie sehr haben wir uns verändert, dann würden wir feststellen, dass wir uns viel mehr verändern. Also ich glaube, Punkt Nummer eins ist, die Menschen verändern sich ständig. Und wir haben in Europa, aber auch in Österreich eher ein Bedürfnis, dass wir den Menschen sagen sollen, wie viel Veränderung sie ertragen oder vertragen. Daher würde ich eher sagen, die Veränderung ist die einzige Konstante im Leben. Daher würde ich sagen, würde man sich ansehen, wie sehr wir uns in den letzten 20 Jahren verändert haben, das sind auch Sprünge. Daher könnte man auch behaupten, dass die Veränderung, die jetzt stattfindet, sie fühlt sich jetzt groß an. Und es ist selbstverständlich so, dass die Dimension der Veränderung durch die KI noch nicht einzuschätzen ist. Ich würde nur jedem empfehlen, sich darauf einzulassen und offen zu werden, weil dann gehen auch die Möglichkeitstüren offen. Ja, dennoch braucht es wahrscheinlich so ein bisschen Vorreiter und du bist ja nun auch in der Führungsposition und wie würdest du sagen, gelingt dir auch diese Balance zu finden zwischen eben natürlich KI und Technik befürworten, aber eben doch auch dieser menschlichen Kontrolle, die es sicherlich ja auch an, vielen Punkten noch bedarf? Ich habe das für mich die Entscheidung getroffen, dass ich KI betrachte wie Teil meiner Capability und ich probiere das auch so vorzuleben. Also für mich ist KI so eine Art Superpower. Also ich fange jetzt in den letzten Wochen beschäftige ich mich sehr stark mit dem Thema Extended Cognition. Also wie kann man einfach nur KI verwenden als Teil meiner Capability und nicht als meine, ja, wie einfach nur als dritte, vierte, fünfte Hand oder eigentlich als die zusätzliche Hälfte oder ein Drittel des Gehirns. Und ich glaube, dass damit kriegt man einfach erstmal die Menschen, wenn man als Vorbild wirkt. Und Vorbild in dem Sinne, dass man sehr verantwortungsvoll und hoffnungsvoll und mit Zuversicht einfach damit agiert. Also de facto, was jetzt an Möglichkeiten entstehen, befreien so viel Kapazitäten für die Kreativität, die man einfach nur davor nicht machen konnte. Also ich bin der Meinung, wenn man, wie gesagt, mit Verantwortung das in Unternehmen vorlebt, dann entsteht eine Dynamik, die wieder das einfach frei ermöglicht, was der Homo sapiens auch gerne hätte. Ich glaube, dass wir mehr Kreativität dadurch gewinnen werden. Wir werden mehr Lösungskompetenz gewinnen. Wir werden mehr Empowerment und Entscheidungspower. Jetzt ist einfach nur so, dass viele die Entscheidungen, die einfach nur getroffen werden, entweder auf alten historischen Daten, wir probieren die Zukunft zu projizieren, basierend auf der Vergangenheit. Es gibt ziemlich viel Intuition, ziemlich viel Erfahrung, die man benötigt. Ich glaube, dass wenn wir jetzt KI konsequent in den Unternehmen umsetzen, da werden die Entscheidungen auf vielen Ebenen viel transparenter. Und ich glaube, dass die Erfahrung weiterhin eine wesentliche Rolle spielen wird, aber die Erfahrung wird eher eine Bestätigung in kritischen Situationen und wir werden einfach kognitive Kapazitäten wieder frei bekommen. Du hast eben ein schönes Wort genannt, nämlich Verantwortung.
Das ist ja auch ein Thema, was viele beschäftigt. Denn wie schaut dann eigentlich eine verantwortungsvolle KI oder ein Umgang damit aus? Also, wie ist es bei ServiceNow? Und vor allem, wo sind eben auch die Grenzen möglicherweise an dem Punkt? Bei ServiceNow, befinden uns, das ist, spielt eine extrem wichtige Rolle. Also es ist auch so, dass wir jetzt in unserem eigenen Plattformkontext eigenes LLM verwenden können. Das ist sehr stark auf repetitiven, wiederholbaren Tätigkeiten, die da sind. Wir integrieren aber auch andere LLMs. Auch das Thema AI Control Tower dient dazu, auch Governance sicherzustellen. Das ist jetzt in Unternehmen sehr wichtig. Das sind alle Mechanismen, die man sehr stark verantwortungsvoll einbaut. Allgemein würde ich sagen, wir müssen einfach verstehen, dass wir dieses Governance-Modell in allen Interaktionen mit KI einbauen sollen. Also ich persönlich habe ich mehrere Räume, in denen ich dann mit KI arbeite. Es gibt kontrollierte Räume mit sehr klaren Governance-Modellen. Da habe ich aber auch Spinnenräume, damit da irgendwie etwas Neues entstehen kann. Ich glaube, da ist auch vollkommen klar, dass Datenmodelle eine wichtige Rolle spielen werden. Ich habe vor kurzem gesagt, no data model, no AI. Daher glaube ich, je mehr wir Abhängigkeiten der Daten, Verbindung der Daten, das Datenmodell konsistent verwenden, umso mehr wird die Verantwortung in der KI ganz genau eine natürliche Aufgabe, die wir sonst in einem normalen Leben auch leben. Mhm. Wir haben jetzt auch immer wieder eben über den Menschen natürlich gesprochen und den Wandel. Im Zuge dessen auch immer noch ein großes Thema, gerade in der Tech und wahrscheinlich dann auch explizit AI-Branche, Diversität. Du bist eine Frau in der Führungsposition. Wie sind deine Erfahrungen in dem Bereich? Also, wo sind eventuell auch Hürden für Frauen oder würdest du sogar sagen, dass es durchaus trotz fachlicher Expertise für Frauen schwieriger ist, ein gewisses Standing und vielleicht auch Vertrauen, zu bekommen? Das ist eine meiner schwierigsten Fragen, wenn ich ganz ehrlich bin. Erstens würde ich sagen, dass ich auf alle Fälle für strukturelle Unterstützung von Frauenförderung und die Gleichstellung gutheiße. Das ist mal die erste Aussage. Ich will auch nicht negieren, dass solche Erfahrungen noch existieren. Und ich kann auch selbst behaupten, ähm, dass ich sicherlich auch in meinen jungen Jahren auch die gläserne Decke mal hin und wieder gespürt habe. Aus der heutigen Perspektive kann ich sagen, dass das für mich keine Rolle spielt. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich ein Zustand ist, den ich jedem wünsche, dass es keine Rolle spielt. Also de facto für mich persönlich und in meiner Beobachtung, wenn man die Kompetenz erbringt, wenn man die Fähigkeiten dann nachweist, dann darf es nicht wichtig sein, ob man jung oder alt, ob man hier geboren ist oder woanders geboren ist, ob man diese Muttersprache oder diese Muttersprache spricht oder was für ein Geschlecht man hat. Es muss möglich sein, dass man einfach Diversität, die auch schon wissenschaftlich nachgewiesen ist, auf alle Fälle zu besseren Ergebnissen führt und auch die Kompetenzen einfach zusammenbringt. Das ist meine Sicht darauf. Wenn ich jetzt die KI nehme als eine Darstellung, ich bin selbst Technikerin, ich habe Technik studiert, ich habe naturwissenschaftliche Fächer geliebt. Wenn man sich jetzt ansieht, im österreichischen Umfeld, es ist immer so, dass die MINT-Fächer sehr jungsdominiert sind. Jetzt kann man sagen, das, was einfach nur toll ist mit KI, dass diese Hürde wegfallen kann, weil de facto die Faszination für Differentialgleichungen muss nicht irgendwie sofort auf Anhieb da sein. Und die Schönheit einer trivialen Lösung in der Mathematik muss es auch nicht sein. Aber man kann auch auf einmal viel besser andocken und da sehe ich dadurch viel größere Chancen, dass man diese Hemmung und Hürde dann einfach weglässt. Und das ist zum Beispiel das, was man jetzt auch merkt, das Thema in einer Natursprache zu kommunizieren, wird für KI wird auch eine sehr große Rolle spielen.
da kann man auch sagen, dass die Frauen auch sogar im Vorteil sind. Also so gesehen, ich glaube, dass wir, ich würde sagen, auf eine Zukunft zugehen, wo die Gleichstellung wirklich immer mehr zur Realität sein kann. Das sind sehr schöne Worte, vor allem auch ein guter Übergang nochmal Zukunft. Ähm, Was meinst du, kommt 2026 auf uns zu, was wirklich transformativ ist? Und, inwieweit sind wir aktuell eigentlich noch davon entfernt, dass autonome AI-Agents wirklich eigenständig, komplexe Businessprozesse orchestrieren? Damit das passiert und nicht als ein Lighthouse-Projekt oder irgendwo als ein Pilotprojektchen, das man dann irgendwo auszeichnet und dann auf der Bühne steht, glaube ich, dass wir prinzipiell Entscheidungsarchitektur in Unternehmen neu denken müssen. Ich glaube, dass wir haben gesagt, auch die Digitalisierung ist ein Vorstandsthema. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, dass wir jetzt viel mehr Entscheidungsarchitektur neu auf der Unternehmenstop-Ebene etablieren müssen. Das wird eigentlich die wahre Transformation sein. Das CDO oder CIO oder wie auch immer, sie werden nicht nur den Betrieb aufrechterhalten, sondern sie müssen einfach nur ein Nervensystem des Unternehmens darstellen und damit die Entscheidungen bei den Eigentümern oder auch bei Vorständen und auch bei ein Verständnis bei Aufsichtsräten über tatsächliche Auswirkung, die anders zu bewerten ist, als es früher war. Also wenn ich mir wünsche, was uns als Transformation gelingen sollte, die Beurteilungskompetenz auf Vorstandsebene zu erreichen. Mhm. Und, da geht es ja dann auch immer um Realitätscheck am Ende des Tages, also um Realitätschecks. Ähm, Was funktioniert aus deiner Sicht aktuell noch gar nicht und wo kommt die KI schlichtweg an ihre Grenzen? Es funktioniert gar nichts, dass man Magie aus der KI erwartet. Also, es funktioniert gar nicht, dass man ohne Hausaufgaben auf einmal Magic, äh, äh, sich vorstellt. Die KI kommt auf Grenzen dorthin, wo die Hausaufgaben nicht gemacht worden sind. Also, ich finde es Personalisierung von KI sehr witzig. Also, KI hat keine Entität. Das bedeutet, wenn die KI etwas nicht kann, dann hat der Mensch etwas nicht davor erledigt. Also daher würde ich einfach nur sagen, äh, es wird uns keiner die Hausaufgaben ersparen. Und da würde ich einfach nur jedem sagen, Knochenjob ist leider weiterhin die menschliche Arbeit. Also wie die Arbeit der Zukunft aussieht, welche Möglichkeiten wir haben wollen und ob wir bereit sind, neu zu denken, es liegt nur bei uns, bei keiner KI. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen in die Glaskugel schauen, also wirklich deine persönliche Einschätzung, ähm, welche Tätigkeiten meinst du, werden zukünftig von Menschen und welche von AI-Agents übernommen? Die Antwort wurde sicherlich schon vielfach gegeben. Ich kann nur jetzt aus dem Bau heraus meine Sicht darauf geben. Alles, was repetitiv ist, wird von KI übernommen werden, weil das einfach nur Kapazität, Befreiung mit sich bringen wird. Der Mensch wird auf alle Fälle Kritisches hinterfragen, die Metakognition sich selbst hinterfragen, dann Entscheidungen zu treffen, echte Entscheidungen, nicht die Entscheidungen, die auf ganz klaren, einfachen Regeln sind, also die komplexe Entscheidungen zu treffen, dort wo es vollkommen klar ist, dass mehrere Parameter doch mit einer Intuition und einer Erfahrung versehen werden können. Ich glaube, dass der Mensch tatsächlich diese Kreativität oder wenigstens würde ich so sagen, für mich in der Schönheit genießen. Also, ich bin der Meinung, dass wir Schönheit nicht jetzt das als Dekoration, sondern als architektonische Notwendigkeit benötigen. Die
Co-Creation wird auch eine Rolle spielen. Wie werden wir etwas Neues erschaffen mit einer Leichtigkeit, dass man, keine Ahnung, Bücher selbst schreibt, dass man Musik selbst schreibt, also dass es auf einmal etwas entsteht, was in uns war, aber wir es nicht zum Ausdruck bringen konnten. Und im Unternehmerischen glaube ich, dass wenn man eine KI-ready, ich würde sagen, Unternehmensarchitektur schafft, dann werden wir viel, viel flexibler auf Änderungen, die immer kommen werden, agieren und nicht reagieren, weil das können wir schon, jetzt schon, sondern agieren können. Also ich bin so neugierig auf die Zukunft. Ich bin wirklich äußerst neugierig. Und ich habe als Teenagerin den Scherz gehabt, ich will 100 werden. Dann zwischendurch habe ich mir gedacht, puh, das könnte eigentlich schwierig sein. Aber jetzt kann ich wirklich sagen, ich habe wirklich Lust, 100 zu werden. Ich bin so neugierig auf das, was alles auf uns zukommt. Und ich bin auch neugierig zu sehen, was es uns alles gelingt. Ja, Besner, ich glaube, das war ein wunderschönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für dieses offene, ehrliche Gespräch, all diese persönlichen Einschätzungen deinerseits. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat mir jetzt auch sehr viele Impulse gegeben. Großes Danke. Ich sage danke, vielen Dank. Dankeschön.